Wieder mal ein herzliches Grüß Gott, Servus und Hallo zu einer neuen Folge unserer Krawatten-Tutorials von den Helriges. Der Gast unserer heutigen Sendung ist unser Mo und er wird euch Jungs mal wieder zeigen, wie man Krawatten bindet. Ja, hi Jungs und Mädels, ich bin der Mo. Ihr kennt mich vielleicht schon aus dem How-to-Form-Video vor ein paar Folgen. Ich war damals das Negativbeispiel. Heutzutage gehe ich schon etwas schicker zur Sache, weil ich aus meinen Fehlern gelernt habe. Und ich zeige euch heute zwei Knoten, die asymmetrisch sind, aber dennoch sehr ähnlich. Von dem her sind zwei verschiedene Varianten. Das ist einmal der Victoria-Knoten und der Prince Albert-Knoten. Gleich zwei Knoten auf einmal? Da bin ich ja mal gespannt. Auf geht's, fangen wir an. So Jungs, dann fangen wir jetzt an mit Krawatte binden. Und zwar als allererstes Hände natürlich anziehen, dann komplett zuknoten bis nach oben hin. Das erleichtert euch einiges für spätere Ereignisse. Und zwar Kragen nach oben, auch wenn es sich da hinten nicht cool anfühlt, aber egal. Dann die Krawatte nehmen, einmal richtig rum, also sprich mit dieser Seite nach vorne, nicht mit der Rückseite. Einmal hier rum. Und dann nehmt ihr etwas länger, ungefähr, nehmt ihr die rechte Seite, etwas länger als die linke. Und ihr könnt mich jetzt gerne als euer Spiegelbild nehmen, funktioniert genau. Also Jungs, pass auf, ihr fangt mit der rechten Seite an, die rechte Seite, dass ihr das mit der linke drüber legt. Kleiner Tipp von mir als Mann, einfach mit dem Daumen und dem Zeigefinger etwas festhalten, sonst rutscht auseinander und dann brauchst du 50 Versuche. Auf jeden Fall, auch nicht zu eng machen, weil du sollst ja heute Abend noch am Abschlussball gehen und nicht im Krankenhaus landen. So, danach führt ihr das dicke Ende wieder unten rum. Wie gesagt, mit dem Daumen etwas festhalten, damit die ganze Geschichte safe ist. Untenrum wieder auf die rechte Seite. Beide Schritte werden jetzt nochmal wiederholt, das heißt von rechts oben drüber. Achtung, Finger nicht vergessen. Jetzt könnt ihr euren Zeigefinger rausnehmen, wieder oben drauflegen. Wieder dann von links nach rechts. Das festhalten, Daumen rausziehen. Und dann das Ganze noch ein zweites Mal. So Jungs, jetzt sind wir auch schon am Ende. Und zwar nehmt ihr jetzt das dicke Ende, das mal rechts war, führt es hier vorne durch. Und dann habt ihr hier vorne so Laschen, die entstanden sind. Und dann schiebt ihr die Krawatte einfach. Das ist etwas ein Gefummel. Vielleicht etwas für eure Freundin. So. Dann alles kurz sortieren. Dann ganz wichtig, richtig schön festziehen. Dann natürlich noch die kleinen Ende nach oben ziehen und Kragen natürlich nach unten machen. Dann sieht es uncool aus. Noch ein bisschen recht drücken. Dann sollte das Ganze einigermaßen gut aussehen. Also machen wir nun weiter mit dem Prince Albert Knoten. Vom Prinzip her der Anfang genau gleich wie beim Victoria Knoten. Kragen nach oben, Krawatte so nehmen, einmal hier rum. Dickes Ende auf die rechte Seite. Dickes Ende sollte auch wieder ein Stück weit länger sein. Und dann dauert es eine Sekunde, denn wir machen erst beim Schritt 6 wieder weiter. Der wesentliche Unterschied liegt im Schritt 6 bzw. 7. So Jungs, wenn ihr nun bei genau diesem Schritt angekommen seid, dann wieder einmal hier hinten durchfummeln. Und dann kommt jetzt der entscheidende Unterschied. Beim Victoria Knoten geht ihr durch die vorderste Lasche durch,
hier geht ihr durch die mittlere bzw. zweite Lasche von vorne, von oben nach unten durch. So. So. Gut. So, gut festziehen. Da können wir das Ganze nach oben ziehen. Und dann habt ihr euren Prinz aller Knoten. Also, so Jungs, dann zeige ich euch das Ganze mal von vorne bis hinten flüssig, ohne Erklärung. Hierbei fangen wir an mit den Victoria-Knoten. Viel Spaß dabei, vielleicht klappt es bei euch auch. Gar nicht so schwer, oder? So Jungs, nun nochmal das gleiche, nur mit den Prinz aller Knoten. Genauso einfach wie der andere. So Jungs, jetzt das Ganze nochmal von der Seite, und zwar starten wir wieder mit dem Victoria-Knoten. So Jungs, das gleiche jetzt nochmal mit den Prince Albert Knoten. Also Jungs, das war der Victoria-Knoten mit einem kleinen Abstecher zum Prinz aller Knoten. Wie gesagt, kleine, aber feine Unterschied. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht in einer anderen Folge wieder oder auf einem der diversen Abschlussbälle bei uns in der Nähe. Welche Version hat euch gefallen? Welche fällt euch leichter?
Habt ihr sogar eine Frage oder einen Vorschlag, welchen Knoten wir als nächstes machen sollen? Schreibt es einfach in die Kommentare unten. Folgt uns wie immer auf Instagram, Facebook, besucht unsere Homepage, die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung, wie immer. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich bald wieder zu einer neuen Folge von den Hölligels. Und liken, subscriben, teilen und hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Sharen und und alles. ja, ihr wisst schon. Und subscriben und so und Ja, liken. genau. Und wie bei den anderen halt auch. Ja, alles und Wir wollen folgen. auch so zu mir hören. Ja. Genau. Ja. Wir sind toll. Ja, genau. Wir sind die Besten. Genau. Ciao. Ciao.